Name ist Jerome Krämer, ich bin Bauingenieur bei der Eisenbahn und bin für das Projekt hier hinter mir beigeordneter Projektleiter hier für das Parkhaus Treuberg in Ulflingen. Als CERVEL sind wir dafür zuständig, das Schienennetz auszubauen, zu modernisieren und eben alles instand zu halten. In dem Rahmen sind wir auch dafür zuständig, für unsere Kunden es bestmöglich und modern zu machen. Und in Luxemburg stellt die Eisenbahn das Rückgrat des Nahverkehrs dar. Letztes Jahr haben wir 21,7 Millionen Fahrgäste transportiert und außerdem sind wir für die Logistik und Frachtbeförderungsunternehmen als CERVEL in 5 anderen Ländern auch noch tätig. Hier hinter uns sehen wir das Parkhaus Park & Ride Treuberg oder auch noch Ulflingen auf Deutsch. Und das Parkhaus hier ist auf halben Stockwerken aufgebaut. Das heißt, wir haben hier 7 Stockwerke, auf denen 5 Etagen oder halben Stockwerken Autos parken können. Für mich war es ein sehr großer Mehrwert, dass ich das hier hatte, weil so konnte ich kontrollieren, ob was wir geplant hatten in der Planungsphase vorher, ob das auch so vor Ort bei der Baustelle auch durchgeführt wurde. Das heißt, die Schnittstellen konnte ich damit sofort kontrollieren. Schon in einer frühen Bauphase kann man mit VR kontrollieren, ob das, was geplant wurde, auch in Realität umgesetzt wird. Das heißt, so kann man schauen, wo die Installationen für die Feuerwehrinstallationen, Wasserabläufe, ob die richtig positioniert sind. Und so kann man auf der Baustelle, wenn man ein Problem findet, mit der Applikation sagen, ich habe ein Problem gefunden, ein Foto schießen und einer Person zuordnen. Das Gute daran ist auch, man kann es zuordnen und sagen, bis dann und dann musst du das Problem gelöst haben. Und so bekommt man auch schließlich dann Feedback und es hinterher ein Historik dabei. Man hat auch zum Beispiel dann, wenn man 2D-Pläne nimmt, sieht man auf dem 2D-Plan nie die Schnittstellen zwischen Durchbrüchen und Stahlträgern. Das ist mit einer VR ist das halt möglich. Man muss bereit sein, die nötigen Investitionen zu tätigen, weil man braucht leistungsstarke Rechner, um überhaupt das Ganze von dem Modell auf dem Rechner zu visualisieren und sehen zu können. Des Weiteren, wenn man das auf der Baustelle so wie hier benutzen möchte, muss man Tablets haben, so wie eins, was ich hier in der Hand habe. Zum Beispiel das hier ist jetzt ein iPad Pro, um halt die ganze Bandbreite von dem AR nutzen zu können und alle Funktionen auch. AR ist für mich sehr sinnvoll, wenn man Projekte hat, in denen mehrere Gewerke koordiniert werden müssen und um die Koordination und Kommunikation zu erleichtern. Revolutionär. Es ist für mich ein Tool, das uns ermöglicht, das Projekt vor Ort sofort zu visualisieren oder zu sehen. Das bedeutet, wenn Fragen aufkommen, kann man den Impact, den das mit sich bringt, das Projekt, sofort vor Ort darstellen. Das heißt, den Impact auf die Umgebung ist somit auch sofort sichtbar.